Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns mal genauer an, was Sam Altman von OpenAI so zur Zukunft der KI sagt. Genau, aus einem aktuellen Interview. Es geht vor allem um GPT-5 und was danach kommt. Und natürlich der große Begriff Superintelligenz. Wir wollen für dich rausfiltern, was da wirklich wichtig ist. Fangen wir mal mit GPT-5 an. Altman sagt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, aber er sagt auch, es hat Grenzen. Logisch. Unsere Erwartungen wachsen ja mit. Stimmt. Was aber wohl krass ist, ist diese Geschwindigkeit, wie schnell es besser wird. Also diese Verbesserungsrate. Er erzählt ja, dass GPT-5 auch komplexe wissenschaftliche Fragen ziemlich gut beantworten kann. Mhm. Und dieses Beispiel mit dem Snake-Spiel. Genau. Für den alten T83-Taschenrechner in Sekunden programmiert, sagt er. Wie er es nennt. Software einfach so auf Abruf. Das scheint so das Ding der GPT-5-Ära zu sein. Aber was heißt das denn für uns? Also für unser Denken? Da kommt diese Analogie ins Spiel Time under Tension. Kennst du vom Gewichtheben? Zeit unter Spannung für Muskelaufbau. Okay, und übertragen aufs Denken? Ja, wird KI jetzt zur bequemen Abkürzung, dass wir uns das tiefe Nachdenken einfach sparen? Gute Frage. Was meint Altman dazu? Er sagt, manche nutzen es wohl so. Aber die Top-Nutzer, die Leute, die wirklich viel damit machen, die nutzen es eher, um kognitiv noch eins draufzusetzen. Ah, okay, also zur Erweiterung der eigenen Fähigkeiten. Genau. Und das heißt wohl auch, die Gesellschaft wird wahrscheinlich mehr von uns erwarten. Die Latte liegt höher. Das passt ja zur nächsten Frage. Wann kommen die wirklich großen wissenschaftlichen Entdeckungen durch KI? Patrick Collison hat das gefragt. Mhm. Und Altman meint, so der Konsens wäre wohl Ende 2027. Schon bald also. Was fehlt denn noch? Im Prinzip sagt er mehr kognitive Leistung, also mehr Power. Er macht ja diesen Vergleich von Abi-Mathe, das geht in Sekunden, zu so einer Mathe-Olympiade, wo selbst Profis Stunden brauchen. Stimmt, IMO-Goldmedaille. Und der nächste Schritt wären dann Probleme, die vielleicht tausende Stunden brauchen, für neue Theoreme oder so. Okay, und wie ist das dann mit der Superintelligenz? Ist das der Weg dahin? Ja, wissenschaftliche Entdeckung ist quasi ein Schritt auf dem Weg. Altmans Definition ist da ganz pragmatisch. Wie definiert er das? Ein System, was besser KI-Forschung macht als sein eigenes OpenAI-Team und besser eine Firma leitet als er selbst. Verstehe. Aber reicht es nur, Daten zu analysieren? Wahrscheinlich nicht. Das ist die Nuance. Echte Durchbrüche brauchen vielleicht neue Daten, also dass die KI-Experimente anstößt oder zumindest bessere Fragen stellt, Langzeitaufgaben löst. Spannend. Jensen Huang von Nvidia hatte ja noch eine andere Frage. Fakten versus Wahrheit, also persönliche, kulturelle Wahrheit. Ja, wie lernt die KI das? Altman war selbst überrascht, wie gut die Modelle sich da anpassen können. Mit dieser Memory-Funktion zum Beispiel. Ah, dass sich das System merkt, was mir wichtig ist. Genau. Seine Vision ist so ein Basismodell, das dann durch den Kontext, durch dich, personalisiert wird. Aber wie unterscheiden wir dann, was echt ist und was von der KI kommt? Diese Hasen auf dem Trampolin? Ja, gutes Beispiel. Altman glaubt, die Grenzen verschwimmen da einfach. So wie bei Photoshop heute. Wir akzeptieren ja auch bearbeitete Bilder. Also wir gewöhnen uns dran. Wahrscheinlich. Die Schwelle für echt genug verschiebt sich halt. Es ist weniger eine klare Linie, eher so eine graduelle Sache. Okay, das führt aber auch zu Ängsten, oder? Thema Arbeit gerade für Einsteiger. Ja, klar. Altman sieht das aber differenziert. Er meint, junge Leute sind super anfassungsfähig. Sorgen macht er sich eher um Ältere. Und für Absolventen? Da sieht er die beste Zeit überhaupt. Neue Werkzeuge, riesiger Hebel. Er spricht von Ein-Personen-Milliarden-Dollar-Buden. Wow. Und langfristig könnte sich der Fokus verschieben. Weg vom Geld hin zu? Zugang zu Rechenleistung vielleicht, eine Ökonomie der Fülle. Aber da sind noch Hürden. Welche denn? 4 große Dinge. Compute, also Rechenleistung. Dann Daten, Algorithmen und die Produkte selbst. Compute ist klar, das ist riesig. Energie, Chips. Genau, das größte Infrastrukturprojekt. Ziel, automatisierte Rechenzentren. Send to Compute, sagt er. Und Daten. Reichen die alten nicht mehr? Nee, die Modelle brauchen was Neues. Synthetische Daten vielleicht, also KI-gemachte Daten. Oder sie müssen selbst entdecken lernen. Algorithmen machen ja auch Fortschritte.
dieses GPTOS. Ja, krass, oder? GPT-4 Mini. Quasi lokal. Neue Möglichkeiten für Datenschutz-Offline-Nutzung. Und die Produkte müssen halt zu den Leuten, damit sich das zusammen entwickelt. Genau. Koevolution. Und wo bleiben wir Menschen da? Was ist unsere Rolle? Outman vergleicht KI mit dem Transistor. Eine Basistechnologie, die überall reingeht. Der Fokus liegt dann auf den Anwendungen. Also unser Job ist es, die Werkzeuge zu nutzen. Ja? Sein Appell ist, nutzt das Zeug, versteht es, baut was damit, legt euren eigenen Ziegelstein drauf. Und diese Ängste, KI übernimmt alles, die schiebt er ein bisschen beiseite. Er konzentriert sich darauf, das Positive zu maximieren, sein Rat. Nutzt die Werkzeuge, um zu verstehen, was sie können. Okay, also, was nehmen wir mit? Also GPT-5 wird wohl die Art, wie wir Software machen und vielleicht auch Wissenschaft stark verändern. Der Weg zur Superintelligenz ist irgendwie skizziert, aber halt auch voller Hürden. Und das verändert unsere Arbeit, wie wir Realität wahrnehmen, vielleicht sogar Gesellschaftsverträge. Genau. Und Altmanns Rat, selber ausprobieren, selber nutzen. Das ist zentral. Und zum Schluss vielleicht noch dieser Gedanke von ihm, der echt hängen bleibt. Welcher? Er meinte, ein Kind, das heute geboren wird, wird nie klüger sein als die KI. Und es wächst in der Welt auf, wo Entdeckungen rasend schnell passieren. Unsere heutige Technik, Steinzeit für die. Krass. Ja. Und wenn das wirklich so schnell geht, welche unserer Annahmen über Lernen, Arbeit, Fortschritt müssen wir vielleicht schon viel früher überdenken? Nicht erst für die nächste Generation, sondern für uns, jetzt?